Der Auftrag, den Mose von Gott erhielt, war gewaltig. Es war eine Aufgabe von historischem Ausmaß. Der Auszug Israels aus Ägypten zeigt wie kaum ein anderes Ereignis in der Geschichte die souveräne Herrschaft Gottes in dieser Welt. Er zeigt auch seine Treue und die Zuverlässigkeit seiner Verheißungen. Der Mann Mose erhielt von Gott den prestigeträchtigsten Auftrag, um den sich ganz sicher viele Menschen sehr gerne beworben hätten. Aber Mose sträubt sich gegen seine Berufung. Er war überzeugt, dass er für diese Aufgabe nicht geeignet war. Er war zu unbedeutend, zu unfähig, er hatte nichts vorzuweisen, konnte mit nichts beeindrucken und war nicht redebegabt. Warum hat Gott ihn trotzdem für diese historische Aufgabe auserwählt? Nun, ein wichtiger Grund liegt in einer Charaktereigenschaft des Mannes Mose, die Gott außerordentlich schätzt: Demut. Wir lesen im 4. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3, Folgendes über ihn. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Diese Demut hat Mose für die gewaltige Aufgabe qualifiziert. Wahre Demut hat nichts mit Minderwertigkeitskomplexen oder willenloser Unterwürfigkeit zu tun. Es ist vielmehr die Fähigkeit, sich selbst objektiv und realistisch einzuschätzen und zu sehen, nämlich als begrenzten, fehlerhaften und sterblichen Menschen, der reich beschenkt und deshalb dankbar ist, dankbar für jede Gnadengabe Gottes. Demut ist die Fähigkeit, das Gute und Wertvolle auch in anderen Menschen zu sehen, zu schätzen und zu fördern. Anderen Menschen ihre Fehler und Versagen nachzusehen, weil der Demütige sehr wohl von seiner eigenen Fehlerhaftigkeit überzeugt ist. Vor allen Dingen aber ist die Demut eine Fähigkeit, sich selbst im Lichte Gottes zu sehen, Gottes Allmacht und seine Heiligkeit anzuerkennen und für Gottes Geduld und Barmherzigkeit dankbar zu sein. Mose wurde sehr schnell zu einer Legende. Er war eine geachtete und eine gefürchtete moralische Autorität für die Israeliten und auch für die Ägypter. Die durch ihn von Gott verliehene Macht und Autorität, die ihm Gott verliehen hatte, verhängte er verheerende Gerichte über das ägyptische Weltimperium. Er befreite Israel aus der Sklaverei Ägyptens. Er teilte das Rote Meer mit seinem Hirtenstab. Er brachte Wasser aus Steinen hervor und er leitete ein großes Millionenvolk 40 Jahre lang durch die Wüste, bis sie schließlich am Ziel angekommen waren. Niemand vor ihm und niemand nach ihm hat jemals so spektakuläre und gewaltige Wunder vollbracht wie Mose. Und niemand hatte eine so enge, so intime Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Wir lesen über ihn: Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Immer wieder gab es Menschen, die ihn um seine Position, um seine Macht beneideten und den Anspruch auf seine Stellung erhoben. Einmal unterlagen dieser Versuchung sogar seine beiden Geschwister, Aaron und Miriam. Aber Mose verteidigt sich niemals selbst. Er übt keine Rache. Gott selbst tritt immer wieder für Mose ein. Der Herr weist Aaron und Miriam bei ihrem Aufstand gegen Mose scharf zurecht und sagt: Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden?
Und als dann das Volk wegen des Unglaubens und Ungehorsams von Gott vernichtet werden soll, tritt Mose für Israel ein und überzeugt Gott, das Volk zu verschonen. Er selbst lehnt es ab, von Gott bevorzugt behandelt zu werden, als Gott ihm vorschlägt, ihn und seinen Nachkommen zu segnen und zu einem großen Volk anstelle Israels zu machen. Mose ist niemals um seine eigene Ehre besorgt. Er ist ein demütiger Mann. Es geht ihm immer um Gottes Ehre. Er klammert sich auch nicht an seine eigene Macht, sondern er will die Macht und die Herrlichkeit Gottes verwirklicht sehen. Demut ist unerlässlich, wenn wir nützlich sein wollen für Gott. Wir denken oft in erster Linie an Begabung, an rhetorische Fähigkeiten und Talente, wenn es um Diener Gottes geht. Gott geht es aber niemals um Begabung. Er sucht immer nach den demütigen Menschen. Er beruft sie und stellt sie in seinen Dienst. Gott beruft nämlich nicht die Begabten. Gott begabt die Berufenen. Gott beruft die Demütigen und begabt sie, wie er will. Vieles Versagen und vieles Scheitern in unserem Leben und auch in unserem Dienst für den Herrn hat mit dem Fehlen von Demut zu tun. Gott widersteht nämlich dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Jesus Christus sagt von sich selbst: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.